Wir können endlich mal wieder ein bisschen durchschnaufen, nicht nur aufgrund des Wetters, sondern auch was unseren MSV Duisburg hier angeht. Nächstes Spiel hier heute in Bremen. Bleiben wir weiterhin oben, Tabellenführer? Bleiben wir weiterhin die Gejagten? Oder werden wir selber wieder zu Jägern? Das wird sich heute entscheiden. Ich hoffe, dass wir ein bisschen besser spielen. Haben wir das letzte Spiel gegen Sociedad nicht so gut gespielt. Leider verloren. Das heißt, in der Champions League geht es jetzt gegen Real Madrid dann im letzten Spiel auch nochmal darum, sich zumindest den Playoff-Platz zu sichern. Also den Playoff-Platz zu sichern. Um mehr wird es nicht gehen in der Champions League. Und in der Liga natürlich weiterhin oben dran bleiben. Ich weiß, die Karriere hat jetzt in letzter Zeit ein bisschen pausiert. Natürlich auch aufgrund dieser abnormalen Hitze, die da draußen vonstatten ging. Dann habe ich natürlich die WM-Prognose weiterhin fleißig aufgenommen. Da ist jetzt auch die aktuellste Folge draußen. 16. Finale, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und jetzt geht es halt weiter. Ne? Jetzt müssen die Achtelfinalbegegnungen aufgenommen werden und so weiter und so fort. Das ist natürlich immer ein bisschen zeitintensiv und deswegen hoffe ich, dass ihr da Verständnis habt, wenn die Karriere nicht regelmäßig kommt. Vielleicht nicht jeden Tag, nur alle 2 Tage oder so. Ich glaube, dafür habt ihr Verständnis. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen in den nächsten Wochen, die Saison hier gut zu beenden und vielleicht sogar mit einem Titel hier uns dann zu verabschieden aus FC 26. Schauen wir mal, was das hier heute gegen Bremen wird. Aber das wird auch nicht so leicht, weil die Bremer stehen ganz schön tief auch hinten drin. Jetzt gibt es erstmal Freistoß. Den Ball lege ich mir doch glatt mal zurecht. Aber ich habe niemanden. Ach, das wollte ich jetzt gar nicht. Jetzt habe ich mich verdrückt. Jetzt hat er den schon schnell ausgeführt. Egal, dann machen wir es halt so. Dann wird vielleicht aus einem Versehen das 1:0 für den MSV. Oder auch nicht. Karl mit dem Kopf. Vorher de Greef. Der Schuss gegen die Latte. Ich hätte die auch schon wieder alle auswechseln können. 10, 11 Mal, weil die sind schon wieder, ja, alle nicht so ganz fit. Aber ich wollte die beste Mannschaft hier spielen lassen, so gut es geht. Weil ich brauche diese Punkte gegen diese Gegner. Wenn ich da jetzt wieder nur unentschieden spiele oder womöglich dann am Ende verliere, das sind ja wieder Punkte, die mir vielleicht am Ende fehlen zur Meisterschaft. Das, was ich am Ende erreichen möchte, das, was mein Ziel ist hier mit dem MSV nochmal in der letzten Saison, die absolute Krönung. DFB-Pokal haben wir ja schon. Aber die deutsche Meisterschaft fehlt mir. Oder vielleicht sogar die Champions League. Wir gucken mal hier, was das gegen Bremen wird. Achtung! Erste Chance für die Bremer. Aber Braune im Tor. Von Anfang an mit dabei. Mal wieder eine richtig gute Leistung. Achtung! Der sollte gar nicht zurückgeköpft werden. Aber egal, wir haben die Chance umzuschalten. Aber die Bremer, ihr seht, die haben 4, 5 Mann hinten. Heißt aber nichts. Wir kontern auch. Wir haben schnelle Leute. Karl unter anderem. Henry kommt da nicht hinterher. Karl allein gegen alle. Oh, das ist kein Foul. Leichter Schubser, aber gut. Schiri belässt es da beim Vorteil. Aber ihr seht, wie schwierig das ist. Wie die hinten drin stehen. Aber mal gucken. Vielleicht so de Greef. Klappt auch nicht. Hat man noch nichts entgegenzusetzen. Ehrlich, das ist ganz, ganz schwer. Vor allem, weil ich jetzt Bremen auch nicht als so überstarken Gegner wahrnehme. McGetty. Oh, natürlich, der mit seinen Skills. Das klappt dann natürlich wieder. Achtung im Strafraum. 3, 4 Mann. Oh, das muss doch abseits gewesen sein. Was nicht? Und dann das 1:0 für die Bremer. Durch Justin Jimmer. War das kein Abseits? Das war aber... Sah so aus. Aber warum stehen wir auch so tief? Ne, war kein Abseits, glaube ich. Oben hat noch... Oder außen hat noch einer gestanden. Ott war es, glaube ich, der da zu spät rausrückt. Aber das geht nicht, ey. Das ist ja Wahnsinn, wie wir da verteidigen. Beziehungsweise auch halt nicht verteidigen. Das kann es auch niemandem mehr erklären, ey. Ja, sag ich ja, es wird ein schwieriges Unterfangen, die Rückrunde. Auch nochmal so zu spielen wie die Hinrunde. Aber wer weiß, wir gucken. Kusiasare, kein Abseits, vielleicht schlagen wir ja gleich schon zurück. Über Tristan de Greef. Oh, das gibt's nicht, ey. Warum macht er den nicht? Der muss den einfach ins kurze Eck, der war frei. Da war so voll die große Lücke. Vielleicht jetzt Karl im Rebound. Mit dem Rebound. Aber auch der geht nicht rein. Oh, aber der muss rein, ey. Der hatte... Die ganze andere Seite war doch frei. Dann schießt er entgegengesetzt und dann hält den der Keeper natürlich.
Unfassbar. Nichts zu machen. Und jetzt im Gegenzug kriegst du wahrscheinlich das zweite Tor. Weil wir in der Verteidigung auch nicht so wach sind. Doch, Ott ist da. Schließt die Lücke hinten. Und jetzt hier ein Doppelpass. Und dann hinter die Abwehr. Nein! Ach, den sollte Karl kriegen jetzt. Jetzt ist hoffentlich kein Abseits. Es ist nicht die Chance. Wer läuft mit ein? De Graef ist wieder unten und wieder kriegt er den nicht rein. Das gibt es nicht. Was spielen wir? Wie spielen wir das hier aus? Aber wir machen ja weiterhin Druck. Wir sind ja eigentlich auch die bessere Mannschaft hier. Wir kriegen halt nur mal den Ball nicht ins Tor. Was du halt überraschenderweise brauchst, um ein Spiel zu gewinnen. Kannst du nichts machen. Also die haben eine Chance, kommen vors Tor, machen ein Tor und jetzt stehen sie hinten drin und haben Glück, dass wir zu dumm sind, da die Bälle ins Tor zu schießen. Ja, 2 Schüsse haben die. Wir haben auch nur 3. Und ihr seht, dadurch, dass sich Droh halt auch leider verletzt hat und erstmal ein paar Monate fehlt, habe ich so richtig... Ja, habe ich eigentlich keinen Ersatz. Sarko könnte da spielen, die könnte den Cut reinbringen. Rice einer vorne ziehen. Der kann aber keine OM. Lennart Karl könnte ZOM. Dann würde ich den hier hinziehen. Rechte Seite kommt dann von der Hitz rein. Die anderen lasse ich. Murphy vielleicht, wenn ich ihn mitgenommen habe. Ja, ist natürlich mit dabei. Ja, so muss ich halt umstellen. Dieses 4-3-3 klappt momentan nicht so gut. Also zumindest nicht in dem Spiel. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Vielleicht jetzt mit frischen Kräften. Ich hoffe, dass wir auch mal eine Woche wieder komplett frei haben, dass wir mal die Kräfte bündeln können. Ich glaube jetzt nicht, dass wir danach schon wieder das nächste Champions League Spiel haben. Das wäre wirklich Wahnsinn. Aber dann ist es halt so. Dann müssen wir gucken, mit welcher Mannschaft wir gegen Real Madrid spielen. Chance ist da. Karl weitergeleitet. Ah nein, falscher Mann. De Graef. Alle stehen sie im Strafraum. Kannst nichts machen. Jetzt aber Karl mit dem Abschluss. Geht doch. 1-1. Der Ausgleich. Verdient. 6. Tor. Aber auch was wir dafür wieder alles machen müssen. Ey. Wir müssen wieder Berge besteigen. Die 8000er, um hier uns eine Chance rauszuarbeiten. Weil die KI, die verteidigt, die schiebt immer mit. Eiskalt. Ich muss auch mal den Ball wechseln. Ich spiele seit 10 Wochen mit diesem scheiß EA Sportsball da. Nervt mich auch ein bisschen. Ist nur eine Kleinigkeit, aber gut. Fällt nur mir wahrscheinlich auf. So, 1-1. Und so darf es jetzt und soll es auch bitte weitergehen. Und im besten Fall schießen wir noch ein Tor. Dann wären wir nämlich weiterhin Tabellenführer. Dann können die anderen Teams machen, was sie wollen. Aber so einfach wird es halt nicht. Wir werden auch mal noch eine Phase bestimmt haben in der Rückrunde, wo echt überhaupt nichts läuft. Aber auch die Phase müssen wir halt irgendwie überstehen, wenn wir denn dann am Ende Meister werden wollen. Der Graef, jetzt muss er tief geschickt werden. Was für ein kluger und super Ball von Murphy. Oh, jetzt ist Abseits. So ein geiler Ball von Murphy. Eigentlich genau richtig getimed. Leider ist der Graef eine Sekunde zu früh losgelaufen. Dann wäre das womöglicherweise das 2-1 gewesen. Und ich werde jetzt womöglich auch mal umstellen. 4-2-3-1. Ich gucke nur, ob die Spieler auch alle da dann stehen, wo sie stehen sollen. Ja, wenn dann mal hier die Aufstellung umgestellt wird. Taktik aktivieren. Mache ich lieber so. De Graef muss ich jetzt eigentlich auch leider runternehmen. Vogi und vorne würde ich Sarko reinbringen. Ein Kopfballstarker weniger. Ist halt ein bisschen tricky. Aber wir haben ja die Leute auf der Bank. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier nur mit Jugendspielern spiele. Aber auch die müssen es irgendwann hinkriegen. Auch die werden irgendwann ihre Stärke haben. So, de Graef wird geschickt. Sehr, sehr schön. Mal gucken. Vielleicht ist jetzt einfach durch dieses 4-2-3-1 ein bisschen mehr Platz. Und Karl hat den Platz. Setzt sich durch. Als wäre so ein Magnetfeld. Der Ball direkt straight weg. Weil so weit verzogen war der doch gar nicht. Ey, den hätte er auch machen können. Aus dem Winkel. Schade, schade. Aber wir sind jetzt besser. Es geht nur in eine Richtung. Bremer wissen momentan nicht, was sie machen sollen. Und Lennart Karl als Zehner ist vielleicht auch nicht so eine schlechte Idee. Ja, und Vogi kriegt den Ball nicht. Es sind immer wieder dieselben Läufe. Und immer wieder kriegen sie die Bälle nicht. Ja, guck, die haben schon Angst. Die lassen schon den Ball liegen. Mit Absicht, weil sie nicht wissen, wohin. Müssen viele über die Außen spielen. Viele Doppelpässe. Wir haben ja jetzt den Platz und die Lücke. Vogi
Wer lässt sich fallen? Sarko irgendwie in der Mitte von der Hitz. Auch der will nicht rein. Es ist so ein Spiel, wo ich, glaube ich, noch 10 Stunden spielen kann, wo ich kein zweites Tor schieße. Habe ich so den Eindruck und das Gefühl. Es soll irgendwie nicht sein. Bislang. Wir haben noch genug Zeit und wir haben den nächsten Angriff, der rollt. Aber solche Ungenauigkeiten dürfen natürlich auch nicht passieren. Sehr gut. Ott, auch wenn er jetzt nicht zu uns ankommt, aber das ist gut, wach sein. Das sieht eigentlich gar nicht so gefährlich aus, aber irgendwann kommt dann die Lücke oder ist dann die Lücke da. Dann kommt der Ball in die Tiefe. So wie gerade eben fast. Oh, nee. Da, Achtung, da ist der Ball in die Tiefe. Jetzt spielen sie es hier Hackespitze 1, 2, 3. Kleinlich wie beim Handball und Braune. Und da war diese Chance. Die eine Chance, die der Gegner immer kriegt. Oh, der Cut als ZOM. Nee, mache ich nicht. Ich lasse Karl, obwohl er nicht mehr so fit ist, obwohl er auch eigentlich ausgewechselt werden müsste, lasse ich den trotzdem. Weil ich da einfach keinen besseren habe. Achtung. Oh, geklärt. Aber Siem. Sehr unorthodox, aber gut, ihr wisst, wie ich spiele. Von der Hitz. Da kannst du jetzt natürlich nicht durchlaufen. Sarko läuft wieder tief. Sehr schön gemacht. Gute Mitnahme. In der Mitte ist Vogi. Jetzt ist die Chance da. Vogi, das gibt's nicht. Der Keeper und der Pfosten retten. Die Bremer vorm Rückstand. Rice muss schneller hoch. Ott gegen Mbangula. Oh, jetzt wird's gefährlich. Achtung. Schnelle Leute. Auf den Flügeln der Bremer. Ich brauche dieses zweite Tor. Oh, aber siehe, was macht der denn? Was ist das für ein Abwehrverhalten? Keketop. Und das 2-1 für Bremen. Aus dem Nichts. Warum geht Avasiem da auch nicht in den Zweikampf rein? Was macht er da? Ja, natürlich, erstes Tor wieder. Als hätte ich es geahnt. Das ist ein sehr merkwürdiges Spiel. Hier, Avasiem, da ist er eigentlich schon drin. Und dann macht er irgendwelche komischen Bewegungen und Keketop bleibt natürlich eiskalt. Was hat der 19 Spiele davor gemacht? Das ist auch erst sein 4. Einsatz. Also ich weiß schon, warum der vorher nie gespielt hat. Das kann nicht wahr sein, ey. Wir machen das Spiel, wir haben die Chancen. Wir haben das Glück nicht, dass der Ball vom Pfosten reinspringt ins Tor, sondern vom Keeper an den Pfosten und dann raus. Ja, die Bremer haben eine Chance in der zweiten Halbzeit. Und machen Stand jetzt erstmal die Führung, aber es ist noch Zeit zumindest für ein Unentschieden. Also so ganz sattelfest wirkt das leider nicht. Oh, und wieder Avasiem, der da vorbeitritt, ey. Warum? Was ist jetzt auf einmal los? Die Stützen in der Abwehr, gerade die hinten den Laden dicht gehalten haben, die fangen jetzt an hier zu wackeln. Das gibt sich, wie tief, defensiv und tief wir stehen. Was ist denn los? Und James McAtee mit der Entscheidung in diesem Spiel. Da kann ich nur den Kopf schütteln, ey. Echt. Der Tabellenführer strauchelt. Aber unfassbar. Guck mal, wo wir stehen. Wir stehen auf Höhe des Fünfers. Also, bei aller Liebe, das geht nicht. Da muss ich doch wieder ein bisschen höher stehen. Hier, schaut euch das an. 3, 4, 5 Bremer gegen eine unsortierte Duisburger Abwehr. Also, da muss ich mit dem Trainer nochmal reden. Das gibt's ja wohl nicht. Also 3-1 ist für mich persönlich ein Tor zu hoch. Aber ich meine, wenn wir es jetzt komplett herschenken, dann machen die jetzt auch noch ein 4. Tor. Wir gewinnen überhaupt keine Zweikämpfe mehr. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwie war heute der Wurm drin. Es lief nichts zusammen. Überhaupt nicht. Die Bremer kommen zweimal vors Tor in Halbzeit 2 und machen das dann daraus das 3-1. Ihr seht ja, wir kommen überall immer einen Schritt zu spät. Ott gewinnt auch diesen Zweikampf nur ganz knapp und am Ende ist es leider eine unglückliche und nicht mit eingeplante 3-1-Niederlage in Bremen. Aber wenn du so spielst, wenn du so schlecht verteidigst, dann machst du nochmal ein paar Aufnahmen. Machst den Gegner natürlich stark. Oh, 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 ganz, ganz schweres Spiel. Und wir werden wahrscheinlich die Tabellenführung los sein. Ja, es nervt einfach. Leipzig gewinnt, also sind die wieder Tabellenführer. Es nervt, es ist sehr ärgerlich, dass es nicht so rund läuft. Ah, jetzt spielen wir doch schon gegen Real Madrid. Na super. Mit welcher Truppe soll ich denn da spielen? Ich habe die jetzt alle durchspielen lassen, gefühlt. Okay. Dann ist es so, wie es ist. Müssen wir jetzt durch. Mal gucken, wer fit ist und wer nicht. Zur Not lasse ich die ganzen Jugendleute ran. Das ist aber nicht Avasiem, oder? Nee, Hannes Brandt. Sah so aus wie Avasiem. Der Bruder, der jüngere Bruder von ihm.
Ja, also jetzt müssen wir wahrscheinlich gegen Real Madrid mit einer B11 spielen. Mit einer kompletten Jugendmannschaft, damit ich fitte Leute habe. Oh, das wird was werden. Die sind Tabellenführer. Mal gucken, mit welcher Truppe die hier antanzen. Oh ja, Mbappé, Bellingham, Vinicius Junior, Arda Güler, Bruno Fernandes auf der Bank, Hugo Ekitike, Asensio, Gabriel. Ich sehe da keine einzige Schwachstelle. Aber gut, ich meine, 92er Angriff, puh. Eigentlich müsste ich mit 5er-Kette spielen, aber eigentlich auch nicht. Das ist gar nicht mein Stil. Es ist auf jeden Fall eine schöne Herausforderung. Also, wir haben ein Endspiel gegen Real. Jetzt haben wir hier nochmal ein Update von unserem Jugendscout. Aber da ist jetzt nichts mehr für mich mit dabei. 6 Angebote. Braune. Nee. Rice auch. Hoffenheim bietet 41 Millionen. Bislang das höchste Angebot, glaube ich, ne? Aber nee, mache ich nicht. Wenzel, den kann ich annehmen. Fischer kann ich annehmen. Braune den nicht ab. Deportivo Alaves braucht er gar nicht wechseln. So, also, es wird ein richtig schweres Spiel. Ich bin gespannt, mit wem wir da alle spielen sollen. Ich gucke mal hier auf die Mannschaft. Wer ist fit? Ja, so halbwegs. Also, ich nehme mein Gesprochenes zurück. Die sind doch nicht ganz K.O. Die könnten zumindest mal eine Halbzeit spielen. Lassen wir uns überraschen. Wir können ja noch mal kurz auf die Tabelle, auf die Ausgangslage hier schauen. Wir sind 21. Die Bayern sind hinter uns. Der AC Mailand, Rapid Wien, Leverkusen, die werden wahrscheinlich alle ihre Spiele gewinnen. Dann werden wir wahrscheinlich so auf Platz 23, 24 kommen. Wir können auch noch rausfliegen aus den Playoffs, dann ist unsere Champions League-Reise vorbei. Also ich glaube, wir bräuchten mindestens mal ein Remis. Vielleicht sogar einen Sieg. Also ich muss, glaube ich, voll auf Sieg spielen gegen Real. Lassen wir uns überraschen. Mal gucken, wie Mbappé und Co. so drauf sind. Ich hoffe nicht so gut. Ich hoffe, ihr seid umso besser drauf. Lasst daher gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo auf dem Weg zu 14.000 Abonnenten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann, ja, schaltet rein gegen Real. Mehr geht eigentlich nicht. Also, macht's gut. Ciao, ciao.